herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spiele ich wieder eine Runde Twisted mit dem Markus. Und zwar spielen wir die Mission Nummer 2 aus der The Dangers of Undue Alchemancy Story-Kampagne aus dem Twisted Regelbuch. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut auf jeden Fall Match 1 an, das ich schon hier auf dem Channel gebracht habe. Ich verlinke das auch hier oben, weil da erkläre ich nämlich die Regeln und Grundmechaniken von dem Spiel. Das mache ich jetzt hier nicht. Außerdem, die Figuren wurden mir kostenfrei von Demented Games zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Daher seht ihr hier oben die Werbekennzeichnung. Meine Meinung ist aber natürlich immer meine eigene. Vielen Dank fürs Reinschauen und viel Spaß beim Match. Wir spielen Mission Nummer 2, Transport, aus der The Dangers of Undue Alchemancy Kampagne. Nachdem in der letzten Mission die Dickensians es nicht geschafft haben, die alchemantischen Gegenstände vom Spielfeld zu bringen, sind jetzt die Servants of the Engine im Besitz der Gegenstände. Ihr Ziel ist es, sie über die Spielfeldkante der Dickensians vom Spielfeld zu bringen. Wenn sie dies schaffen, bekommen die Servants of the Engine 4 Siegpunkte. Wenn die Gegenstände am Ende der 6. Runde noch auf dem Spielfeld, aber im Besitz der Servants of the Engine sind, dann bekommen diese 2 Siegpunkte. Sollten die Gegenstände am Ende immer noch auf dem Spielfeld, aber von niemand gehalten sein, dann bekommen die Dickensians 2 Siegpunkte. Und wenn die Dickensians die Gegenstände am Ende des Spiels halten, dann bekommen diese 4 Siegpunkte. Ansonsten gibt es noch reguläre Siegpunkte für ausgeschaltete und verwundete gegnerische Modelle. Und jeder Spieler bekommt noch 2 geheime Missionsziele aus dem Tarot of Taxing Tasks. Meine Bande der Dickensians besteht aus 2 Urkin-Slashern, Fagin, Dodger und 3 Urkin-Shootern. Fagin ist ein Alchemancer und ich kann für ihn alchemantische Kräfte bis zu einem Powerwert von 6 auswählen. Ich wähle Atrophy, Wrath of Fire, Singe und Firebrand. Aufgrund unserer Punktedifferenz bekomme ich außerdem für Dodger noch eine Burning Bullet aus Disraeli's Delights. Markus' Servants of the Engine bestehen aus Lancelot, einem Blacksmith, Gretel und Hänsel, den Hexenjägern und einem Gamekeeper. Gretel hat Zugriff auf 3 zufällige alchemantische Kräfte, die sie einmal pro Spiel benutzen kann. Markus zieht die Kräfte Rage, Enhance und Rejuvenate. Weil Markus das letzte Spiel gewonnen hat, bekommt er außerdem auch eines von Disraeli's Delights und wählt die Fastgate Gators für Gretel und Hänsel, damit diese beim Rennen ihren 3-fachen Bewegungswert benutzen kann. Meine Dickensians müssen auf 3 Punkte auf meiner Seite verteilt aufgestellt werden und ich platziere Dodger und Fagin in der Mitte und ein paar Slasher und ein paar Shooter jeweils auf den rechten und linken Seiten. Markus platziert Lancelot und den Blacksmith auf seiner linken Seite und auf der rechten Seite den Gamekeeper mit Gretel, wobei Gretel die alchemantischen Gegenstände trägt. Weil er in der Unterzahl ist, bekommt Markus wieder eine Passkarte. Dann zieht jeder von uns 2 geheime Missionsziele aus dem Tarot of Taxing Tasks. Ich ziehe Spy on them und nominiere einen Urkin-Shooter, der 2 Runden in Folge eine direkte Sichtlinie auf Lancelot haben muss. Und dann ziehe ich noch All Sneaky-like und muss mit einem Modell am Ende des Spiels in Markus' Aufstellungszone sein. Wir würfeln um die Gunst der Maschine und ich gewinne trotz meinem Abzug durch die Zahl meiner Modelle. Das heißt, ich bekomme die Gunst der Maschine und Markus die Priorität. Dann legen wir unsere Aktivierungsreihenfolgen fest und ziehen unsere Eye of the Engine Karten. Ich behalte die Karte Blackguard. Markus aktiviert seine Karte sofort. Er spielt in Aptitude. Er nominiert dafür Dodger, der jetzt -2 auf seine Speed, Finesse und alle Attacken und Alchemancy-Würfe bekommt. Und dann passt er seine Aktivierung. Ich aktiviere einen Slasher und lasse ihn nach vorne rennen.
Markus aktiviert seinen Blacksmith, der ebenfalls nach vorne rennt. Ich aktiviere einen weiteren Slasher und aktiviere meine Eye of the Engine Karte Blackguard. Ich wähle jetzt ein zufälliges gegnerisches Modell. Und die Wahl fällt auf Gretel, die jetzt sofort eine Attacke gegen den Gamekeeper machen muss. Die Attacke ist 6 gegen 4. Gretel erwürfelt einen Attackenwert von 9. Und der Gamekeeper weicht mit einer 10 erfolgreich aus. Dann lasse ich meinen Slasher nach vorne rennen. Markus aktiviert Lancelot und rennt ebenfalls nach vorne. Ich aktiviere einen Shooter, der in die Deckung des Hauses vor ihm rennt. Markus aktiviert seinen Gamekeeper, der ebenfalls nach vorne rennt. Ich aktiviere meinen nächsten Shooter, die in Richtung Mitte rennt. Markus aktiviert Gretel und Hänsel und rennt mit ihr in die Deckung des Gebäudes vor ihr. Ich aktiviere meinen letzten Shooter und bewege ihn in die Deckung der Fässer vor ihm. Als nächstes kommt Dodger, der ebenfalls einfach nach vorne rennt. Zuletzt ist noch Fagin dran und, Überraschung, Überraschung, rennt ebenfalls nach vorne. Die erste Runde ist recht ereignislos verstrichen, aber ich schätze mal, das wird nicht so bleiben. Wir legen wieder unsere Aktivierungsreihenfolge fest und ziehen unsere Eye of the Engine Karten. Ich ziehe Instant Invocation und Deadly Destiny und behalte letztere. Markus passt für seine erste Aktivierung und ich aktiviere einen Slasher, der Richtung Spielfeldmitte rennt. Markus aktiviert den Blacksmith und rennt in Richtung des Glockenturms. Ich aktiviere meinen zweiten Slasher. Dieser geht an dem Haus neben ihm in Deckung und benutzt dann seine Lurk-Fähigkeit, damit er von weiter als 3 Zoll Entfernung nicht beschossen werden kann. Die Fähigkeit hält an, bis er das nächste Mal was macht. Markus aktiviert Lancelot und feuert mit seiner Lanze auf meinen Erkin Slasher. Aber die Attacke verfehlt. Ich aktiviere einen Shooter, bewege ihn einmal nach vorne am Gebäude entlang und verwende ebenfalls die Lurk-Fähigkeit. Markus aktiviert seinen Gamekeeper, bewegt ihn einmal nach vorne und platziert eine Falle. Ich aktiviere meinen nächsten Shooter und renne mit ihr ein Stückchen nach vorne. Immer noch darauf achten, dass ich in Deckung bleibe. Markus aktiviert Gretel und Hänsel und aktiviert seine Eye of the Engine Karte Transposition. Er tauscht jetzt Gretels Position mit der von meinem Erkin Shooter. Und dann rennt Gretel mitsamt ihren alchemantischen Gegenständen direkt von meiner Spielfeldkante, wofür Markus 4 Siegpunkte bekommt. Das fängt ja super an. Ich aktiviere meinen Erkin Shooter und ich bewege ihn so, dass er eine direkte Sichtlinie zu Lancelot hat. Ihr wisst schon warum. Und dann lurkt er noch ein bisschen. Als nächstes kommt Dodger, der mit Full Speed in Richtung des Gebäudes auf der linken Seite rast. Zuletzt kommt noch Fagin. Er bringt sich in Position an der Reklametafel und feuert mit seiner Arc Gun auf den Blacksmith. Ich spiele meine Eye of the Engine Karte Deadly Destiny, wodurch alle von Fagins Treffern jetzt automatisch kritische Treffer werden. Außerdem fordere ich noch das Schicksal heraus, aber die Karte ist für mich leider nutzlos. Die Attacke ist 1 gegen 5 und ich treffe. Ich verursache W8 plus 6 Schaden, minus die 5 Armor des Blacksmith durch den kritischen Treffer und verursache insgesamt 7 Punkte Schaden. Da Fagins Waffe Arcing ist, springt der Schuss jetzt weiter auf das nächste Ziel innerhalb von 2 Zoll Reichweite. Das heißt, der Schuss springt auf Lancelot und trifft automatisch. Wir entscheiden uns, diesen Treffer nicht auch als kritischen Treffer zu behandeln und gegen die Armor von 9 von Lancelot verursache ich 5 Punkte Schaden. Markus ist in der zweiten Runde steil in Führung gegangen, aber das Spiel ist definitiv noch nicht vorbei. Und er spielt jetzt mit einem Modell weniger auf dem Feld. Wir legen unsere Aktivierungsreihenfolge fest und ziehen wieder Engine-Karten.
Markus spielt seine Karte Inkompetenz und wählt dafür Fagin als Ziel, der jetzt -1 auf all seine Charakterwerte bekommt. Ich spiele meine Karte The Engine's Interference und wähle einen meiner Charaktere, der jetzt auf gegnerische Bewegungen innerhalb von 6 Zoll reagieren darf. Ich wähle dafür meinen Erkin Shooter. Markus aktiviert seinen Gamekeeper. Und dann feuert er mit seiner Shotgun auf meinen Erkin Shooter. Er verwendet dafür eine Schablone und weil ich komplett unter der Schablone bin, trifft die Attacke automatisch. Ich habe eine Armor von 5 und Markus verursacht W6 plus 6 Schadenspunkte. Für insgesamt 6 Punkte Schaden am Erkin Shooter. Sie ist jetzt verwundet und Markus bekommt einen weiteren Siegespunkt. Und dann feuert er gleich nochmal. Und er verursacht genug Schaden, um den Shooter auszuschalten. Markus bekommt 2 weitere Siegpunkte. Und außerdem wertet er noch sein geheimes Missionsziel The Big Bang, weil er eines meiner Modelle mit einem Blast-Template ausgeschaltet hat. Es gibt 2 weitere Siegpunkte für insgesamt 9. Ich würfle, ob ich Verstärkung für den Erkin bekomme, aber es kommt niemand. Als nächstes würde mein Shooter aktivieren, aber das passiert leider nicht. Markus aktiviert seinen Blacksmith. Er testet auf seine automatische Heilfähigkeit. Er benötigt eine 12 und ist erfolgreich. Er heilt jetzt W4 plus 2 Schadenspunkte und heilt insgesamt 3. Dann bewegt sich der Blacksmith ein Stück von mir weg und platziert seinen Nebel. Ich aktiviere einen Slasher. Der Slasher nimmt all seinen Mut zusammen und chargt Lancelot. Ich fordere für die Attacke das Schicksal heraus und ziehe Excellence. Für +1 auf alle meine Charakterwerte inklusive meiner Armor. Nützlich. Die Attacke ist 5 gegen 6 und ich treffe kritisch. Die Attacke verursacht W6 plus 9 Schaden, minus die Armor von 4 von Lancelot. Für insgesamt 11 Punkte Schaden. Da ist der gute Lancelot plötzlich ziemlich angekratzt. Lancelot aktiviert und schlägt zurück. Die Attacke ist 7 gegen 4 und trifft ebenfalls kritisch. Die Attacke verursacht W8 plus 9 Schaden. Abzüglich meiner Armor von 3 ergibt das 7 Punkte Schaden. Der Slasher ist verwundet und Markus bekommt einen weiteren Siegespunkt. Ich muss testen, ob der Erkin anfängt zu bluten, bin aber erfolgreich. Ich aktiviere einen weiteren Slasher und lasse ihn zum nächsten Gebäude vorrennen. Dann aktiviere ich einen Shooter und lasse ihn ebenfalls zum nächsten Haus rennen. Als nächstes kommt ein weiterer Shooter. Ich bewege ihn noch ein Stückchen weiter nach vorne und lasse ihn wieder lurken. Dann kommt Dodger, den ich einmal nach vorne bewege und dann auf den Gamekeeper feuern lasse. Er verwendet für den Schuss seine Burning Bullet aus Disraelis Delights für plus W4 unblockbaren Schaden. Die Attacke ist 6 gegen 4 und trifft. Ich verursache insgesamt 7 Punkte Schaden. Als letztes aktiviert noch Fagin. Er bewegt sich ein wenig zur Seite und verwendet dann die Invocation Wrath of Fire. Er gibt dafür 2 Feuer und ein Erdelement aus. Der Spruch hat eine Schwierigkeit von 13 und mit Fagins aktuellem Alchemancy-Wert von 3 brauche ich eine 10 und bin erfolgreich. Für 2 Runden bekommt jetzt jeder Gegner, der Schaden bei dem Erkin Slasher verursacht, W4 Punkte unblockbaren Schaden. Da mein Erkin Shooter jetzt 2 Runden in Folge eine Sichtlinie zu Lancelot aufrechterhalten hat, kann ich die Spy on Them Tarotkarte werten und bekomme 2 Siegpunkte. Und weil ich ein Missionsziel erfüllt habe, wechselt die Priorität jetzt zu mir. Das war jetzt aber auch irgendwie der einzige Lichtblick in dieser Runde. Abgesehen vielleicht von meinem sehr glücklichen Erkin Slasher. Wir legen wieder die Aktivierungsreihenfolge fest und ziehen unsere Eye of the Engine Karten. Ich behalte die Karte The Engine's Hammer.
Ich aktiviere Dodger und will auch gleich The Engine's Hammer spielen. Allerdings unterbindet das Markus mit The Eye is Elsewhere. Damit wechselt auch der Gunst der Maschine zu ihm. Dodger lässt sich davon aber nicht beeindrucken und feuert auf den Gamekeeper. Die Attacke trifft, aber Markus verwendet seinen Engine Reroll und weicht erfolgreich aus. Ich versuche das gleiche nochmal und verfehle. Klasse. Markus aktiviert den Gamekeeper. Dieser hat ebenfalls die Mechanical-Fähigkeit und versucht sich zu heilen, ist aber nicht erfolgreich. Dann feuert er mit seiner Shotgun auf Dodger. Er verursacht einmal 6 Punkte Schaden und dann feuert er erneut und verursacht nochmal 2 Punkte Schaden. Ich aktiviere meinen arg angeschlagenen Slasher und attackiere Lancelot. Die Attacke ist 2 gegen 6. Ich würfle sehr gut, aber es reicht leider nicht, um zu treffen. Dann aktiviert Markus mit einem gierigen Grinsen Lancelot und attackiert den Slasher. Die Attacke trifft und schaltet den Erkin aus. Allerdings erleidet Lancelot durch Wrath of Fire noch W4 Punkte Schaden, was 1 Punkt Schaden bedeutet. Markus bekommt nochmal 2 Siegpunkte. Und er bekommt die Priorität zurück, weil er eines meiner Modelle ausgeschaltet hat. Ich aktiviere Fagin, bewege ihn auf Lancelot zu und spreche die Invocation Firebrand. Zum Casten brauche ich eine 7 und bin erfolgreich. Ich platziere jetzt die 6 Zoll Schablone und treffe Lancelot automatisch und verursache W4 plus 1 unblockbaren Schaden. Für insgesamt 3 Punkte Schaden bei Lancelot. Lancelot ist jetzt verwundet und ich bekomme die Priorität zurück und außerdem einen Siegespunkt. Der Blacksmith aktiviert und versucht sich zu reparieren, ist aber nicht erfolgreich. Dann bewegt er sich Richtung Dodger und bewirft ihn mit glühenden Kohlen. Aber die Attacke geht daneben. Ich aktiviere meinen zweiten Slasher, bewege ihn an das Gebäudeeck vor ihm und werfe dann eine Granate auf den Gamekeeper. Die Attacke ist 3 gegen 4 und geht daneben. Da es sich aber um eine geworfene Waffe handelt, weicht der Schuss lediglich ab. Und zwar 1 Zoll in die Richtung 1. Da die Granaten von fragwürdiger Qualität sind, muss ich jetzt würfeln, was genau passiert. Ich würfle eine 3 und die Granate macht Pop. Das heißt, sie macht Splash-Schaden in W6 Zoll Umkreis. Der Gamekeeper wird nicht direkt getroffen und muss einen Finesse-Test gegen die 12 schaffen und schafft es und erleidet dadurch keinen Schaden. Als nächstes aktiviert der Shooter. Er bewegt sich ebenfalls am Gebäude entlang nach vorne und feuert dann auf den Gamekeeper. Doch auch die Attacke verfehlt. Dann aktiviert noch mein letzter Shooter und rennt nach vorne. Die Servants sind langsam auch ziemlich angekratzt, aber punktemäßig sieht es leider nicht so gut aus für mich. Wir legen unsere Aktivierungsreihenfolge fest und ziehen unsere Eye of the Engine Karten. Als erstes aktiviere ich Dodger und eröffne erneut das Feuer auf den Gamekeeper. Die Attacke trifft und verursacht 2 Punkte Schaden. Dann feuert Dodger nochmal, aber verfehlt. Dann aktiviert der Gamekeeper und versucht sich zu heilen, ist aber nicht erfolgreich. Und dann feuert er mit seiner Shotgun auf meinen Erkin Shooter. Er verursacht 4 Punkte Schaden. Und dann feuert er nochmal und verursacht nochmal 2 Punkte Schaden. Der Shooter ist jetzt verwundet und Markus bekommt einen weiteren Siegespunkt. Außerdem bekommt er die Priorität zurück. Ich aktiviere Fagin und feuere mit seiner Arc-Pistole auf Lancelot. Die Attacke trifft, verursacht gegen Lancelots Armor von 9 allerdings keinen Schaden. Dann feuert Fagin nochmal und trifft dieses Mal kritisch. Und der Treffer verursacht genug Schaden,
um Lancelot auszuschalten. Ich bekomme 2 Siegespunkte. Als nächstes aktiviert mein Slasher und chargt den Gamekeeper. Allerdings kommt er dabei 1 Zoll an die Falle heran, die damit ausgelöst wird. Ich muss einen Finesse-Test gegen die 17 schaffen und bin nicht erfolgreich. Markus würfelt jetzt, um welche Falle es sich handelt, und es ist eine Schlingenfalle. Der Slasher kann sich jetzt nicht bewegen, bis er eine Aktion aufwendet, um sich zu befreien. Dadurch wird er auch auf halbem Weg gestoppt und kommt nicht an den Gamekeeper heran. Dann aktiviert der Blacksmith und wirft Kohlen auf meinen Shooter. Die Attacke trifft und verursacht W4 unblockbaren Schaden. Für 1 Punkt Schaden am Shooter. Mit seiner zweiten Aktion platziert der Blacksmith wieder seinen Nebel. Ich aktiviere meinen Shooter und feuere mit ihm auf den Gamekeeper. Ich spiele noch meine Eye of the Engine Karte The Eye is Elsewhere, aber Markus blockt das mit seiner eigenen The Eye is Elsewhere Karte. Der erste Schuss geht daneben. Dann feuere ich nochmal. Dieses Mal treffe ich. Und verursache 2 Punkte Schaden. Wir testen noch auf die Heilungsfähigkeit des Blacksmith, weil wir das in seiner Aktivierung vergessen haben. Er ist erfolgreich und heilt sich wieder auf seine vollen Lebenspunkte. Ich aktiviere meinen zweiten überlebenden Shooter. Lasse ihn einmal nach vorne laufen und feuere dann auf den Gamekeeper. Aber auch dieser Schuss geht daneben. Die letzte Runde ist gekommen und das sieht nicht gut für mich aus, aber den Gamekeeper, den kriege ich noch. Wir legen ein letztes Mal unsere Aktivierungsreihenfolge fest und ziehen Eye of the Engine Karten. Markus aktiviert den Gamekeeper und versucht seine Heilfähigkeit und ist nicht erfolgreich. Dann feuert er mit seiner Shotgun auf meinen Shooter. Er verursacht 4 Punkte Schaden. Damit wird der Shooter ausgeschaltet und Markus bekommt 2 weitere Punkte. Dann feuert er noch auf meinen Slasher und verursacht 2 Punkte Schaden. Ich aktiviere Dodger und lasse ihn in Markus' Aufstellungszone rennen. Markus aktiviert seinen Blacksmith und spielt die Eye of the Engine Karte Might of the Engine für +3 auf seine Stärke. Dann chargt er meinen letzten Erkin Shooter. Die Attacke trifft und verursacht 8 Punkte Schaden. Weil die Attacke mehr als 6 Punkte Schaden verursacht hat, wird der Erkin jetzt W4 Zoll weggestoßen. Er wird gegen den Glockenturm geschmettert und erleidet nochmal W4 Schaden, die nicht geblockt werden können. Er erleidet nochmal 3 Punkte Schaden, was ausreicht, um ihn auszuschalten. Markus bekommt nochmal 3 Siegpunkte. Ich aktiviere meinen Shooter, aber der ist ja leider schon tot. Und der nächste ebenfalls. Dann folgt Fagin, der sich einmal auf den Blacksmith zubewegt und mit seiner Arc-Pistole auf ihn feuert. Doch der Schuss verfehlt. Als letztes aktiviert mein Slasher. Er löst sich für eine Aktion von der Falle und muss dafür einen Finesse-Test gegen die 12 schaffen. Das schafft er gerade so. Dann bewegt er sich in direkten Kontakt mit dem Gamekeeper und macht am Ende seiner Aktivierung noch eine Nahkampfattacke. Die Attacke trifft kritisch und verursacht exakt genug Schaden, um den Gamekeeper auszuschalten. Dafür bekomme ich nochmal 3 Siegespunkte. Außerdem bekomme ich nochmal 2 Siegespunkte für mein geheimes Tarot-Ziel, für insgesamt 10 Punkte für mich. Am Endergebnis ändert das natürlich herzlich wenig, bei einem Endstand von 18:10 für die Servants of the Engine. Aber wenigstens bin ich nicht kampflos untergegangen. Gutes Spiel, Markus. Ja, das war unser zweites Match Twisted. Und
wir haben immer noch Spaß. Muss man einfach so sagen. Also ich habe jetzt natürlich wieder ziemlich auf die Nase bekommen, aber es war echt nicht wirklich schlimm, weil das Match selber war einfach spaßig. Also es war schon relativ früh entschieden, weil diese Mission, ja, also selbst wenn der Markus nicht diese Eye of the Engine Karte bekommen hätte, die ihn so einfach vom Spielfeld hat fliehen lassen, er wäre trotzdem recht problemfrei mit Gretel und Hänsel vom Spielfeld runtergekommen, weil die sind allgemein sehr schnell, kann man sehr schwer engagen nur, weil sie ein paar Sonderregeln haben und so, und die sind dann halt einfach weg. Das heißt, die 4 Punkte kriegt er auf jeden Fall und ich bin dann halt natürlich ganz schön in der Bringschuld. Und das war jetzt schwierig, da hinterher zu kommen. Man hat gesehen, am Ende bin ich noch mal zumindest ein bisschen näher rangekommen von den Punkten. Ich hätte auch bestimmt auch noch ein paar Sachen anders spielen können. Ich habe mich auch schon mit den Leuten von Twisted unterhalten zum Thema, wie viele Punkte die Urkins bringen sollten, wenn sie sterben. Da gibt es so ein paar Ideen, dass man denen vielleicht nur halbe Punkte, für die nur halbe Punkte gibt. Aber das müsste man jetzt mal ausprobieren. Das werden wir vielleicht mal in einem zukünftigen Match probieren. Die haben auch gemeint, probiert es mal aus. Vielleicht funktioniert es besser. Es hat beides Vor- und Nachteile. Und das machen wir auch einfach. Das ist ja das Tolle, wenn man mit so einem kleinen Spiel spielt oder so ein kleines Studio hat. Die sind da tatsächlich auch sehr offen und sehr nah, was die Kommunikation angeht. Also finde ich persönlich sehr super. Wie gesagt, wir hatten Spaß. Der Markus auch. Vielen Dank, Markus, fürs Spiel. Und ihr seht auf jeden Fall bald wieder einen Twisted-Spielbericht. Wann muss ich jetzt erstmal noch gucken, wann ich da dazu komme, weil jetzt ist erstmal mein Umzug. Das heißt, ich bin jetzt erstmal 2 Wochen komplett weg und neue Videos gibt es dann erst wieder im Mai, Anfang Mai. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall dann wieder. Entweder mit Twisted oder mit anderen Spielen. Das sehen wir dann. Auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Reinschauen. Ciao, ciao.